Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, kleinen, kurzen Video, wo wir noch auf ein paar Dinge gucken, die auch noch am Apple-Event vorgestellt wurden. Schön seid ihr wieder dabei. Ja, über was wollen wir heute sprechen? Über dieses Telefon. Das ist das iPhone 13 Pro Max. Wir sprechen auch noch über dieses Telefon. Das ist das iPhone 13 Mini. Und wenn ihr jetzt sagt, hey JC, das hast du uns doch schon im September vorgestellt. Stimmt, hier zum Beispiel das Video zum iPhone 13 Pro Max. Ich verlinke das alles auch noch da unten. Da habt ihr natürlich recht. Diese Smartphones wurden im September ja vorgestellt. Ist das Beste, was Apple im Moment im iPhone-Bereich anbietet. Aber trotzdem gab es eben neue iPhone 13 Pro und iPhone 13. Und zwar in einer neuen Farbe. Ja, wir müssen mal drüber sprechen, wie denn hier so ein grünes, beziehungsweise es heißt Alpine Green, also das grüne iPhone 13 Pro Max, wie das so aussieht. Und wir werden es natürlich vergleichen hier mit meinem blauen iPhone 13 Pro Max, das ich seit dem September selber nutze. Okay? Und wir packen die am besten einfach auch mal aus. Ich mache das hier in dieser Kamera. Ja, ihr seht schon, ziemlich dünne Sache. Das heißt, da ist ja außer dem Smartphone und einem Kabel eigentlich nichts drin. Sind wir uns von Apple inzwischen gewöhnt, macht die Konkurrenz ja auch so. Ich bin immer ein ganz schlechter Unboxer. Hallo. Geh da raus. Ah, natürlich. Da oben hat es ja nochmal einen. Ihr seht, so oft packe ich neue iPhones dann auch wieder nicht aus, dass ich das schon komplett auswendig weiß. So, Hokuspokus. Wow. Verrückte Farbe, meine Güte. Schaut euch das, naja, das machen wir besser in der Kamera. Guckt mal, wie das aussieht. Schon strange. Okay, wir nehmen da mal noch. Tada. So, den Rest machen wir gleich wieder zu. Ja, fangen wir mal an mit dem iPhone 13 Pro Max. Hier in grün, beziehungsweise in Alpine Green. Und hier ist es ja in blau. Ich halte euch die hier beide mal in die Kamera. Ist gar nicht so einfach mit dem Licht zu sehen. Es ist relativ dunkel. Also man muss ganz klar sagen, das blaue iPhone ist viel heller als das grüne. Aber auch da wieder, je nachdem, wie man es eben hält, je nachdem, wie das Licht drauf scheint, seht ihr, dann hat das natürlich zum Teil ganz eine andere Farbe. Das ist ja hier beim Blauen genau gleich. Seht ihr das? Also auch das Blau kann dunkler wirken, aber das hier wirkt generell ein bisschen dunkler. Muss ich aber sagen, gefällt mir extrem gut. Also das ist schon sehr schick. Ja, das grüne iPhone 13 Pro Max. Dieses Grün sieht zwar ein bisschen anders aus als damals, aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch, so, jetzt mache ich das mal ein bisschen in die Kamera, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch das iPhone 11 Pro und natürlich auch das 11 Pro Max. Das gab es damals ja auch in grün. Und das war so eher so eine Art Jägergrün, war aber auch sehr, sehr spannend. Ich habe das selber ein Jahr genutzt, ich fand das total cool. Und jetzt macht Apple quasi so eine Art Wiederauflage von einem grünen Smartphone. Wir sprechen übrigens natürlich auch gleich drüber, warum macht das Apple eigentlich und warum bringen sie eigentlich die Farben nicht am Anfang dann, wenn sie die neuen Smartphones quasi vorstellen. So, dann wollen wir mal das iPhone 13 angucken. Das hat nämlich ein bisschen ein anderes Grün. Jetzt weiß ich, wie man es auspackt. Lernfähig, ganz ein bisschen so am frühen Morgen. Hier mal und dann auf der Seite noch. Und dann packen wir das aus, natürlich auch hier beim 13. Ist übrigens das Mini, ist die Mini-Variante. Aus purer Boshaftigkeit schickt mir Apple immer Mini-Versionen vom Babyphone. Aber ich mag das ja inzwischen, ich finde das ganz lustig. Und ja, ich weiß, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das immer noch wollt, dass ich mal eine Woche, 2 nur mit dem Mini unterwegs bin. Das würde ich für euch tun. Wow, das ist deutlich dunkler, schaut euch das mal an. Das ist ganz eine andere Farbe als das. Seht ihr so? So sieht man es vielleicht. Wow, oder? Ganz eine andere Farbe als das hier. Halte ich die beide mal in die Kamera. Ich muss meine Augen verstecken, dass er scharf stellt. So, seht ihr das? Also das ist schon, so, und dann vielleicht noch so. Das ist schon ganz eine andere Farbe, dass wir da haben. Ich lege es mal noch hier hin. Das kleine ist natürlich viel, viel dunkler als das große. Und ist aber eben auch nicht matt, sondern quasi glänzend. Ich habe hier übrigens noch das iPhone 13 Mini in Rot. Und da seht ihr mal, wie das so unterschiedlich aussieht. Mal gucken, so.
Ich arbeite an einer Overhead-Kamera. Ich muss da bei mir noch was umbauen, damit ich eine Kamera hier installieren kann, die genau von oben auf meinen kleinen YouTube-Tisch hier filmt. Da muss ich da drüben hier im Holz noch was reinschrauben und brauche dann noch so ein bisschen Technik. Aber das kommt, dann können wir dann viel schönere Unboxings machen. Ja, welche Farbe gefällt mir besser? Gar nicht so einfach. Ich finde das Dunkelgrün hier vom iPhone 13 Mini, finde ich schon recht knackig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat was so richtig was Dunkles. Das Problem, was ich einfach bei der ganzen Geschichte natürlich habe, sind zwei Dinge. Erstens, warum bringt Apple das nicht schon am Anfang? Ihr wisst wahrscheinlich warum. Es gibt kaum eine Firma auf der Welt, die das Geldverdienen so perfektioniert hat wie Apple. Und natürlich, jetzt sind wir genau in der Mitte des quasi Produktzyklus des iPhone 13 oder 13 Pro Max. Wir wissen, im September kommt das iPhone 14 um die Ecke. Das heißt, jetzt seit 6 Monaten gibt es dieses Smartphone und noch 6 Monate wird es das geben. Es gibt auch danach noch, aber dann gibt es halt noch was Besseres von Apple. Also im Moment ist das noch das Beste. Und klar, indem sie jetzt halt genau in der Mitte noch so eine neue Farbe bringen, dann können sie den einen oder anderen noch überzeugen, vielleicht doch noch das 13er Modell zu kaufen. Natürlich niemand, der jetzt ein 13er schon hat. Klar, du wechselst ja nicht nach einem halben Jahr wegen der Farbe. Aber da gibt es natürlich viele, die gesagt haben, ja, ich lasse das 13er aus, mal gucken, was da noch kommt. Und vielleicht nehme ich dann das 14er. Ich habe ja noch einen 11er, einen 10er oder sogar einen 12er. Und jetzt kommt quasi eine neue Farbe und der eine oder andere denkt, ja, das ist aber geil. Wow, genau dieses Grün will ich haben. Und im Wissen, dass ja dann diese Farbe auch wieder verschwindet, das iPhone 14 wird wieder anders aussehen, wahrscheinlich nicht mit so einer Farbe. Und dann kommt in einem Jahr von jetzt ausgerechnet dann wieder eine andere Farbe. Also Apple spielt ja damit, das macht nicht nur Apple so, das machen auch andere so. Und jetzt bringen sie das halt genau in der Mitte und hoffen dadurch, die Verkäufe quasi nochmal ankurbeln zu können. Und ich glaube schon, dass das auch gelingt, dass das auch funktioniert. Aber ja, man würde sich natürlich wünschen am Anfang, wenn das neue iPhone kommt und dann hast du da 5, 6 Farben zur Auswahl. Wir haben ja immer 3 bei Apple und dann musst du dich quasi entscheiden. Ja, und mein anderes Problem, das ich damit habe, hier, ich bin ein Hüllenfanatiker. Gibt übrigens sehr schöne neue Hüllen. Guck, ich zeige euch die mal. Das hier ist Pfirsich. Nee, Moment, wie heißt das ganz offiziell, dass wir es nicht falsch machen? Nektarine, Entschuldigung. Das hier ist Nektarine. Finde ich sehr, sehr cool. Gefällt mir also wirklich gut. Das kann man da ranpappen. Das Problem ist einfach dann, ich bin so ein Mensch, ich habe immer Hüllen. Weil ich fühle mich total unwohl, so ein Smartphone nur so in der Hand zu halten. Das ist irgendwie, ich habe dann Angst, das rutscht mir aus der Hand und so. Und auch wenn es auf dem Pult liegt, ihr seht das dann vielleicht hier ein bisschen besser. Das ist natürlich ein ziemliches Rumgewabbel. Drum packe ich meine Handys immer sofort in die Hülle. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, okay, ich mache das mal hier, das iPhone 13 Pro Max kommt auch in die Hülle. So, und dann seht ihr halt nur noch quasi hier bei der Kameraaussparung so ein bisschen, wo da wohl die Farbe, also was das wohl für eine Farbe sein könnte. Seht ihr das? Also, ja, es verliert definitiv natürlich. Aber das Pfirsich hier, finde ich auch recht cool, muss ich sagen. Das ist sehr schön. Und hier fürs Mini habe ich sogar auch noch was bekommen. Das ist dann ganz einfach Zitrone, Lemon, Zest. Guck, gelb. Gelb wie, ja, noch viel gelber als mein Pullover. Gelb wie der Frühling. Da gibt es diese Frühlingsfarben, gibt ja auch Apple Watch Armbänder dazu. Also da hat Apple wieder so eine kleine Kollektion gemacht. Das machen sie eigentlich immer im Frühling. Und ich werde dann meistens schwach bei den Apple Watch Armbändern. Hab mir was bestellt. Das zeige ich vielleicht dann mal in den Eifrig News, sobald es bei mir angekommen ist. So, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir doch erstens, wie ihr das so findet, dass jetzt Apple quasi in der Mitte des Lifecycle noch so neue Farben bringt, beziehungsweise eine neue Farbe bringt. Und dann schreibt mir doch, das würde mich wirklich interessieren, wie ihr so mit den Hüllen unterwegs seid. Also nutzt ihr Hüllen, packt ihr auch, wie ich, quasi iPhone auspacken, wow, schönes iPhone und dann zack, gleich eine Hülle drauf. So wie ich das mache. Also ich finde das wirklich schön, es gefällt mir extrem. Ich überlege tatsächlich, ob ich mein iPhone 13 Pro Max hier klonen soll auf das Grüne und dann damit rumlaufen. Es ist sehr schön, aber eben, zack, Hülle drauf und dann bleibt nicht viel von der Schönheit übrig. Man könnte eine transparente Hülle nehmen, stimmt. Die von Apple, die sind mir einfach, das ist genauso rutschig, wie wenn ich gar keine Hülle nutze. Das finde ich, das gefällt mir irgendwie nicht, diese großen. Es gibt ja diese Clear Cases von Apple. Mal gucken, aber auf jeden Fall schreibt mir das doch in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren.
Und ja, natürlich kommen Videos vom iPhone SE, das vorgestellt wurde, mit 5G, vom neuen iPad Air mit dem M1-Chip drin und hoffentlich dann auch bald von den neuen Macs, beziehungsweise vom neuen Mac mit dem coolen Bildschirm. Da habe ich ja mal meine Gedanken hier oben verlinkt, in einem Video zusammengefasst, was ich so davon halte, dass jetzt eben der iMac, der große eigentlich, dass es den nicht mehr gibt und dass man jetzt eine Alternative hat in Form des Mac Studio. Das wird alles hier auf dem Kanal kommen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würdet ihr mir einen riesigen Gefallen tun, einfach den Abonnier-Button da unten zu klicken. Und wenn euch dieses kleine Video hier ganz ad hoc, die kleine Farbenlehre von Apple quasi gefallen hat, dann drückt doch den Like-Button, dann weiß nämlich YouTube, dass ihr das cool findet und schlägt das Video dann auch anderen vor, die mich vielleicht noch nicht kennen. Das würde mich extrem freuen. Hey, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!